Ich packe meinen Koffer und nehme mit meine neue Spinnrolle natürlich. Und natürlich meine Spinnrute. Ja, und genau das ist das Thema des Videos. Reisespinnruten. Ich empfehle ja Reiserouten mit möglichst wenig Teilungen, zum Beispiel die Penn Slammer Stick, die vierteilige, die ich habe, 3 Meter lang. Der Nachfolger ist die Penn Squadron. Um diese Länge 3 Meter, minimal 2,70 Meter, maximal 3,30 Meter, sollte eben auch die ideale Meeresspinnrute für das Salzwasserspinnfischen im Mittelmeer und Ostatlantik sein. Aber auch hier in Norwegen natürlich vom Ufer. Viele von euch haben ja Koffer hier in dieser Größe. Könnte man notfalls sogar noch als Bordgepäck aufgeben, habe ich jedenfalls schon so gemacht. Allerdings ist natürlich das Transportmaß hier extrem beschränkt. Das heißt, eine vierteilige Reiseroute in 3 Meter hat ungefähr 80 cm Transportlänge. Die passt hier überhaupt nicht rein, egal wie man es anstellt. Jedenfalls hat mir Noevi diese Reiseroute zugeschickt, die im Prinzip mit Transportrohr kommt. Also das heißt, der Verpackungskarton, der eignet sich schon eben, um ihn auch komplett in den Koffer zu legen. Die Route an sich ist aber wesentlich kürzer. Nur 63 cm Transportmaß oder Packmaß, das bei einer fünfteiligen Route, die 2,90 Meter misst. Also noch absolut im optimalen Bereich für Meeresspinnruten. Die passt dann auch problemlos hier in diesen Koffer rein. Sogar längs. Könnte man als Handgepäck aufgeben. Packen wir die doch mal aus. Die heißt Beast Travel Shore Jigging. Kommt in einem Futteral in 5 Stücken. Die Rute hat bis 80 Gramm Wurfgewicht. Ist mit Fuji-Ringen ausgestattet. Und hat ein schönes, langes Handteil. Was man hier sehr schön gelöst hat, ist, dass man die Steckverbindungen markiert hat. Und zwar genau an dem Punkt, wo sie eben tatsächlich richtig fluchten. Das ist doch mal wirklich eine Verbesserung. Bei anderen Reiserouten ist man ja ständig am Kontrollieren, ob die Ringe in einer Flucht sind. Hier ist das ganz einfach und easy schnell gemacht. Auch einen schönen langen Vorgriff, wie ich ihn halt mag, um richtig fighten zu können. Und wie gesagt, alles Fuji. Sowohl der Rollenhaltergriff als eben auch die Rutenringe. Die Steckverbindungen sind gut geschliffen. Die sollte also halten beim Werfen. Das ist immer so der Schwachpunkt von mehrteiligen Ruten, dass sich die Steckverbindungen während des Werfens gerne mal lösen. Gerade wenn man jiggt, Metalljiggst, heftige Bewegungen macht, dann können sich die Teile halt leicht lösen. Ja, gehen wir am besten mal ins Wasser damit. Aber nicht nur der Transport im Koffer ist manchmal ein Problem, sondern auch der Transport ans Wasser von mehrteiligen Reiserouten. Da vergisst man mal ganz schnell einen Teil im Hotel oder einen Teil im Auto und wundert sich dann, wo eins abgeblieben ist. Dazu empfiehlt sich ein Haargummi. Damit kann man die Teile zusammen fixieren und steht dann am Ende eben nicht mit einer teilmontierten Route da. Vormontieren würde ich auch nichts bei Reiserouten, jedenfalls nicht bei fünfteiligen Routen, da man sie eben nicht gleichmäßig, also symmetrisch zerlegen kann. Das heißt, man hat immer eine Asymmetrie, entweder 2 Teile oben oder 3 Teile unten oder eben 3 Teile oben und 2 Teile unten. So, die Route, wie wir es gelernt haben, nochmal schön fluchten und die Steckverbindung nochmal gründlich auf festen Sitz überprüfen. Und hier unten natürlich das Ganze auch. Das Handteil ist natürlich ein bisschen kürzer als bei zweiteiligen Spinnruten, aber immer noch lang genug, dass man eben einen wirklichen Zweihandwurf machen kann. Erster Wurf mit der Noevi Travel Rod, Beast Travel Shore Jigging. Montiert die Noevi Infinite Power 8000H bei einem absoluten Scheißwetter in Norwegen. Boah.
Guckt sich das mal an. Ja, sehen wir uns die Aktion und Kurve der Route mal an, denn darauf kommt es ja an. Der Köder ist ein 45 Gramm Sand-E-Jig. Ich ziehe mal voll durch, das muss die 80 Gramm Route abkönnen. Und wie sie das abkann, wirft sich wie eine zweiteilige, wie man in der Zeitlupe sieht. Schwabbelt nicht nach und klappert nicht. Schauen wir uns das Routenverhalten und die Aktion beim Jiggen an. Hier zeigt sie eine weiche Spitzenaktion und ein starkes Rückgrat, ideal zum Shore-Jigging, wofür sie auch gedacht ist. Machen wir doch mal den Stresstest hier für die Route. Bremse ziemlich fest. Wie gesagt, eigentlich soll die Route bis 10 Kilo Bremskraft aushalten können. Ich möchte das gar nicht probieren, aber man sieht, die hält schon was. Das ist eine Reiseroute und es fühlt sich wirklich an wie eine zweiteilige, richtig gute Spinnroute. Das hätte ich mich bei meiner anderen Route schon nicht getraut. Bremse von der Rolle schätze ich so auf 3 Kilo jetzt eingestellt. Mehr möchte ich eben auch erstmal gar nicht gehen. Brutal, also damit kann man richtig was leisten mit der Route. Also bisher habe ich ja den einzigen Sinn in Reiserouten daran gesehen, dass man sie eben im Koffer transportieren kann. Man verzichtet auf einen extra Koffer, womöglich Sportgepäck, weil das kostet in Flugzeug, Bus und Bahn alles extra. Vielleicht sogar eben Handgepäck wäre mit diesen Routen möglich. Aber jetzt ist mir aufgefallen, die Route ist auch ideal für den Rucksack und eignet sich deshalb für mich jetzt zum ersten Mal auf dem Fahrrad. Zwar gibt es ja für zweiteilige Routen auch solche speziellen Gurte, die man sich dann auf den Rücken schnallen kann. Aber bei einer Transportlänge von 1,60 Meter ist es eben so, dass man dann ganz gern mal irgendwo am Gestrüpp hängen bleibt, an einem Straßenschild hängen bleibt oder im Türrahmen hängen bleibt und bums ist die Route womöglich kaputt. Und diese Route hier, die passt jetzt in meinen Rucksack. So ist das Ganze wunderbar transportabel. Prima. Versuchen wir es mal hier an der Stelle, weil ein Fisch muss ja auch noch gefangen werden. Und ich bin gespannt, ob es heute klappt. Bisschen schwierig, weil es so viel geregnet hat mit den Dorschen. Und dafür ist ja die Route hier gedacht. Dorsche, Pollachs, Seelachse, also für dicke Fische. Ja! Naja, das war jetzt keine richtige Kraftprobe für die Route. Da habe ich mir jetzt was mehr gehofft. Der kleine Pollack hier, der geht natürlich zurück, auch wenn man das in Norwegen nicht darf. Catch and Release ist hier verboten und Pollack hat kein Mindestmaß. Aber trotzdem. Ja, das war leider nicht. So geht es auch manchmal in Norwegen. Packen wir ein. Und da merkt man das Qualitätsmerkmal dieser Route. Das heißt, es saugt sich direkt fest wie ein Vakuum, wenn man diese beiden Steckteile ineinander steckt. Es ist auch keine Zapfenverbindung, sondern eine wirklich geschliffene Verbindung. Und die scheint wirklich bombenfest zu halten. Also da wackelt gar nichts. Wenn ich mit einer Reiseroute fischte oder meine Guiding-Gäste mit sowas ankamen, dachte ich immer so bei mir, naja, halt eine Reiseroute. So eine Art Handicap oder nichts Vollwertiges in der Hand. Das ist mit dieser Route definitiv etwas anderes. Das ist eine vollwertige Meeresspinnroute, absolut alltagstauglich, kann ich nur empfehlen. Schaut sie euch mal an, den Link findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Bis zum nächsten Video.